Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wall of Confusion. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Heute zu Gast bei uns ist Daniel Kreiseder von Hilarion 5. Im Trio mit unserem CIO Christian und unserem CTO Markus prallen Temperamente, Dialekte und Perspektiven aufeinander. Die drei diskutieren zum Beispiel darüber, wie Devs und Ops in einer idealen Welt an ihrem perfekten Entwicklungsprojekt zusammenarbeiten würden. Besonders schön ist der Teil, wo sich Daniel und Markus einig werden, dass Kommunikation und Vertrauen die Weichen für die gute Zusammenarbeit zwischen Kunden, Devs und Ops stellen. Seid gespannt auf diese manchmal super lustige, manchmal dagegen fast philosophische Folge, die uns schlussendlich tief in die Realität des IT-Alltags eintauchen lässt. Abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, lasst uns ein Like oder ein Kommi da und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Wall of Confusion. Heute bei uns zu Gast sind der Markus Weinhold und zum ersten Mal in unserer noch kurzen Podcast-Geschichte haben wir einen externen Gast. Das ist der Daniel Kreiseder. Hallo Daniel, hallo Markus. Mich kennen unsere Hörer ja schon, daher vielleicht stellt ihr euch kurz selber vor. Markus Weinhold, ich mache die technische Leitung bei Umwerk Systems. Bin jetzt seit 5 Jahren in der Firma ungefähr. Habe als Admin angefangen und irgendwie habe ich es geschafft, mich zur Leitung hochzumogeln. Ausbildungsmäßig, ich habe Mathe studiert. Und mit dem Job irgendwie halt während dem Studium angefangen, weil ich Geld gebraucht habe. Mathe ist ja auch spannend. Jetzt hast du schon gesagt, okay, weil du Geld brauchst, bist du in die Informatik gekommen, aber gab es da noch andere Anreize? Ich will jetzt ehrlich sein, leicht verdientes Geld. Okay, danke. Hallo, ich bin der Daniel Kreiseder. Bin heute für mich neu, weil ich bin zum ersten Mal bei einem Podcast eingeladen. Ich bin Geschäftsführer von der Hilarion 5. Wir sind ein Team von knapp 15 Personen, machen Softwareentwicklung seit langem. Ich war auch mal jung und brauchte das Geld. Brauch's noch immer. Leider nicht mehr jung, aber bin trotzdem froh, dass ich bei einem Podcast dabei bin, weil das sagt man meine weißen Haare nicht. Danke für die Einladung. Ich bin heute eingeladen worden zu einem Thema, wo es um DevOps geht und frage mich gerade, was ich zu Ops beitragen kann. Da glaube ich, bist noch nicht nur du gespannt, sondern alle. Insbesondere auch ich und unsere Hörer hoffentlich auch. Jetzt hast du schon vorweggenommen. Unser Podcast dreht sich ja immer um spannende Themen aus dem Bereich DevOps. Und da wir jetzt heute das Glück haben, Spezialisten von beiden Seiten, also Entwicklung und Betrieb hier zu haben, würde mich als erstes mal interessieren, was versteht ihr eigentlich unter DevOps? Im Wesentlichen ist DevOps erstmal ein Konzept und eine Philosophie, wie man irgendwelche Projekte umsetzt. Was soll man machen? Man soll sowohl dafür sorgen, dass die Entwicklung ordentlich vorangeht und dass auch nachher der Betrieb stabil läuft. Ja, weil das, was der Kunde im Ende haben will, ist Verlässlichkeit. Von meiner Warte aus. So, DevOps versucht jetzt irgendwie mit irgendwelchen Mitteln das Ganze zusammenzubringen. Ich bin offen gestanden der Meinung, dass das häufig missverstanden wird. Wir haben hier den DevOps-Typen in der Firma, der macht das alles. Eigentlich ist es eine Teamphilosophie. Mhm. Okay, Markus, jetzt hast du schon gesagt, es geht auch darum, diese Themengebiete zusammenzuführen. Jetzt stellst du ja hier heute die Betriebsseite dar. Was macht denn deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach der Betriebsmensch? Also nur diese isolierte Seite des Betriebs. Ich bin auf der einen Seite dafür verantwortlich, dass die Infrastruktur da ist, die die Entwicklungsseite braucht. Ja? Und ich bin auf der anderen Seite der Typ, der am Wochenende angerufen wird, wenn was nicht funktioniert. Ja, also ich stelle sicher, dass das Ding läuft und ich stelle sicher, dass die Entwickler entwickeln können. Das ist, finde ich, meine Rolle. Mhm. Danke. Daniel. Frage 1, was ist DevOps für mich? DevOps für mich ist ein bisschen
ein Kunstwort. Ich habe gerade in der Vorbereitung zum Podcast habe ich mir eine Stellenausschreibung angeschaut, was so ein DevOps-Mensch alles können soll. Das liest sich fast wie ein Märchenbuch von meinen Kindern. Da sind viele Sachen drinnen, die ich, wo ich der Meinung bin, das kann einer allein ja gar nicht machen. Also ich kann von meiner Dev-Seite sprechen, was mich betrifft und was meine Herausforderungen und was das für Herausforderung an mein Team ist. Das heißt, es gibt ja laufend neue Technologien. Es gibt Frontend, Backend, Datenbank und dort viele Neuigkeiten. Es passiert laufend was. Das heißt, allein die Entwicklung ist so ein großes Themengebiet, das aus meiner Sicht schwierig macht, da Ops noch hineinzubringen. Natürlich ist es primär von beiden Seiten, von Dev und von Ops jetzt das Ziel, dass man für den Kunden eine stabile, richtige Lösung bringt. Aber ich glaube, dass das, also wenn man glaubt, man hat jetzt da einen Menschen und der ist DevOps, das ist zwar schön, aber nicht realistisch aus meiner Sicht. Darum glaube ich, es ist ein Kunstwort, DevOps. Mhm. Jetzt habt ihr beide schon ein bisschen von den technischen Seiten gesprochen. Was mich noch interessieren würde, ist jetzt DevOps oder betrifft DevOps wirklich nur Methoden und Technik oder steckt da mehr dahinter? Wie ich zuerst gesagt habe, es ist natürlich ein Set von Methoden, wie man, und das ist auch festgeschrieben, wie man schlussendlich die Lösung zu einem Kunden bringt. Es ist aber, glaube ich, viel mehr eine Kommunikation aus meiner Sicht. Also das Blöde ist, dass wir uns relativ einig sind. und glaube ich, so sollte auch ein gutes Projekt ja sein, dass da Kommunikation herrscht, dass wir miteinander reden. Trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass das nicht immer so ist. Das heißt, was aus meiner Sicht da auch viel hilft, ist das zu wissen, was das Gegenüber eigentlich macht und was dem Gegenüber egal ist. Was ist denn dir, was machst denn du und was ist da eigentlich egal? Oder was wäre gut, wenn es da egal sein könnte? Vielleicht formuliere ich es so. Ja, also ein großes Ding ist ja immer, wir machen jetzt hier Microservices und das ist ja ganz anders als ein Monolith. Ja, ist mir völlig egal. Ja, das, was ich wissen will, ist zum Beispiel, okay, ich habe die und die Komponente, die erfüllt die und die Funktion und die muss das und das machen können. Im Infrastrukturrahmen. Ja, also im Sinne von Service A, ob der jetzt ein Monolith ist oder nicht, ist mir egal, muss auf die Datenbank B zugreifen können. Das ist eine Information, die mir was bringt. Ja, was mir egal ist, was macht denn das Ding eigentlich? Das ist jetzt dafür da, die Kunden zu verwalten. Who cares? Das ist deine Aufgabe als Entwickler. Ne? Genauso ist es mir, was noch wichtig für mich ist zu wissen, wir sind ja viel so im Cloud-Kontext unterwegs und da muss ich halt wissen, ja okay, welche Dienste willst du ungefähr benutzen? Ja, also bei AWS gibt es ja zigtausende verschiedene Dienste für irgendwelches Zeug. Und ich muss halt wissen, welches Set davon willst du nehmen? Womit musst du nachher arbeiten? Ja. Diese Probleme, die da entstehen ja vielfach, wenn man vorher nicht weiß, was man genau braucht. Genau. Weil wenn man ein klares Set von Vorstellungen hat, egal ob richtig oder falsch, dann ist das eh nicht so ein Thema. Aber wenn man mal irgendwas macht und dann nicht kommuniziert, genau, ist das ein Problem. Weil ich kann einmal sagen, was mich nicht interessiert. Also, natürlich, also ich muss jetzt ein bisschen Schritt zurück. Natürlich interessiert es mich, wenn mir die Lösung für den Kunden interessiert. Aber das ist unsere beide Aufgabe, dass der Kunde schlussendlich eine gute Lösung hat. Was mich nicht interessiert, ist eigentlich, was ich finde, ich will mich eigentlich um die Applikationslogik kümmern. Ich will mich eigentlich darum kümmern, was muss die Applikation können, was muss die Applikation erfüllen, dass der Use Case vom Kunden ordnungsgemäß ausgeführt wird. Das interessiert mich. Genau das, was mich nicht interessiert. Ja, genau. Das heißt, es wäre ja eigentlich
eigentlich so einfach zwischen uns zwei. So, jetzt habt ihr ja schon gesagt, was euch beiden wichtig ist. Und Daniel, du hast vorher schon gesagt, ihr seid euch da doch bei vielen Punkten einig. Was mich interessieren würde, warum funktioniert es denn dann tatsächlich in der Realität oft nicht? Warum denkt ihr, ist das so? Mir fallen auf die Schnelle zwei Sachen ein. Was ich toxisch empfinde, ist das, was du zuerst gesagt hast. Wenn ich als Entwickler hergehe und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen will. Das ist einmal schon der Ursprung von irgendeinem Problem. Vielleicht ist es auch das Problem, dass eine Rolle vielleicht fehlt, über das haben wir jetzt noch gar nicht geredet, vielleicht braucht es irgendwie einen Architekten, der das nicht macht und der sagt, das sind Bausteine, die wir hernehmen. Vielleicht ist es das Problem. Aber wenn ich als Entwickler einfach mal anfange und einmal schaue, wie weit ich komme und ich nehme mal irgendwas her, oder ich habe ein gutes Beispiel aus der Vergangenheit, da hat wir haben in der Entwicklung das Spring Framework verwendet, weil wir entschieden haben, wir nehmen das Spring Framework her, und dann haben wir eine Diskussion gehabt im Team und einer sagt, ja, was nehmen wir denn von dem Spring Framework jetzt eigentlich her? Und die Antwort war alles. Und alles finde ich mal cool, weil das heißt, man hat vorher schon die Werkzeuge, obwohl man noch gar nicht weiß, was man für ein Problem lösen will. Und das ist ein Problem. Das heißt, das ist ein Problem, weil man mal irgendwas macht, ohne irgendeine Ahnung zu haben, und das dann auch noch nicht kommuniziert, ist das zweite Problem. Also das heißt, irgendwas machen und nicht kommunizieren, Chaos. Absolut, das unterschreibe ich. Habe ich in meinem Arbeitsalltag leider viel zu oft, dass mir von Entwicklern nicht mitgeteilt wird, was sie denn eigentlich haben wollen. Reden wir, ich möchte noch mal kurz einhaken. Ja. Du schaust dir, dass die Infrastruktur, die du zur Verfügung stellst, dass die reproduzierbar ist. Absolut. Und dass sie reproduzierbar sein kann, musstest du ja irgendwie, also zumindest musst du das wissen, und dann wirst du das wahrscheinlich irgendwo konfigurieren oder in einem Paket zusammenstellen. Ja, wie auch immer, ist völlig egal. Aber wenn ein Kochbuch heißt, wo jede zweite Zeile geschwärzt ist, dann wirst du niemals zweimal dasselbe Rezept kochen können. Okay, jetzt habe ich schon ein bisschen rausgehört. Es ist einerseits klar eine Frage der Kommunikation, andererseits hört sich so an, dass auch die Prioritäten auf beiden Seiten ein bisschen anders liegen. Ist das so? Also sind die Prioritäten tatsächlich auf beiden Seiten unterschiedlich? Und was erwartet ihr euch dann hinsichtlich der Zusammenarbeit, dass die Zusammenarbeit vielleicht trotzdem funktioniert? Gute Frage. Ja, ich sehe das Ganze ehrlich gesagt ein bisschen so, dass ausgehen tut das Ganze meistens von einem Kunden. Ne? Der Kunde macht dir irgendwelche Vorgaben. Ne? Er will das und das und das Problem gelöst haben, was das jetzt auch immer sein mag. Ne? Der Kunde stellt an mich eigentlich nur die Anforderung, dass die Applikation nachher läuft. Ja, dass es einfach läuft, abstrakt. Und die konkreten Anforderungen, die bekomme ich eigentlich von dir. Weil der Kunde weiß nicht, ob du jetzt eine Datenbank für den 7. Microservice im 5. Kubernetes-Cluster brauchst oder nicht. Ja, das weißt du, aber nicht der Kunde. Und deswegen, kommunikationsmäßig bist eigentlich du mein Kunde, finde ich. Aber die Erwartungshaltung, die der Kunde äußert an dich, kannst du alleine nicht erfüllen. Die kannst du nicht erfüllen. Mhm. Weil wenn ich Mist baue, genau, und ich baue irgendwas ein, was am Wochenende auf die Schnauze fällt, und der ruft dir am Wochenende an, dann kannst du... Ich kann irgendwas hinMacGyvern, aber ich kann es nicht lösen. Ja, genau. Mhm. Das heißt, wieder, ich glaube, ein Problem ist das, und das muss viel mehr in die Köpfe auch vom Kunden rein, dass das eine geteilte Verantwortung ist für was. Und das funktioniert nur geteilt. Wie wir zuerst schon gesagt haben, aus so vielen Gründen. Weil man eben, weil die einzelnen Disziplinen schon so komplex sind. Das heißt, erstens, also ich kann, ob es nicht, ich will nicht. Was ich aber glaube, was ich muss, ist das verstehen, was die Ob-Seite braucht.
Aber ein großes Problem ist halt auch, dass du als Entwickler vom Kunden her mit so einer Feature-Flut manchmal überfordert wirst. Ne? Ja, das muss alles schnell gehen und das und ich will das so schnell wie möglich in der Produktion haben. Ne? So, was hat das für eine Konsequenz? Das hat die Konsequenz, dass du vielleicht gar keine Zeit hast, mir ordentlich mitzuteilen, was du eigentlich brauchst. Ne? So, dann beschwerst du dich bei mir, weil es nicht funktioniert, und am Wochenende beschwert sich der Kunde bei mir, weil es nicht funktioniert, und eigentlich ist der Kunde selber schuld. Ja, aber Gott sei Dank hast du beim Start vom Podcast gesagt, du brauchst das Geld. Ja, klar. Zwischenfrage. Jetzt habt ihr gesagt, oftmals ist es vielleicht auch so, dass von Seiten des Auftraggebers vielleicht Verständnisschwierigkeiten vorliegen. Vielleicht auch hinsichtlich Features sollen schnell kommen, Anforderungen werden schnell eingekippt. Denkt ihr, dass dann DevOps auch bis zu einem gewissen Grad mit Veränderungen der Mentalität zu tun haben sollte? Also wirklich auch Verständnis zu schaffen für die Entwickler und die Betriebsrolle? Ich glaube, dass die Kommunikation oder die Erwartungshaltung vom Kunden, dass das Ops allein zuständig ist, total falsch ist. Weil das kann nur ein gemeinsames Ding sein. Das heißt, da ist ein Verständnisproblem, würde ich jetzt nicht sagen, aber das gehört einfach klar kommuniziert, da braucht es zwei dazu. Weil der Ops kann gar nichts machen. Was soll er denn machen? Irgendwie MacGyver hast gesagt, aber das kann ja nicht, funktioniert ja nicht. Das heißt, das ist aus meiner Sicht, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Die Frage war eigentlich, sollte DevOps auch bis zu einem gewissen Grad zu einem Kulturwandel beitragen? Kann man schon so sehen, aber ich glaube, also zumindest wenn wir beide jetzt ein Projekt umsetzen würden, dann glaube ich eher beim Kunden zu einem Kulturwandel. Ja, definitiv. Also es geht ja auch aus Kundensicht. Vielleicht fehlt da meiner Meinung nach oft mal das Verständnis auch darüber, wie Dev und Ops zusammenarbeiten sollten und auch vielleicht darüber, wie kommuniziert werden sollte und auch wie Anforderungen eingekippt werden sollten. Das wäre jetzt so mein subjektiver Eindruck, den ich aus dem Gespräch gerade mitgenommen habe. Von dem her die Frage, ist das richtig? Ja, absolut. Ich meine, dem Kunden sollte halt bewusst sein, dass ein neues Feature auch Infrastrukturänderungen nach sich ziehen kann. So, und der Ops-Typ macht dann halt die Infrastrukturänderungen, das muss er mitbekommen. Das heißt, eigentlich in einer idealen Welt ist der Ops-Typ bei jeder Feature-Erweiterung in der Diskussion. Das glaube ich auch. Also Kernpunkt der ganzen Sache ist, dass es eine geteilte Verantwortung ist. Das ist definitiv. Ich glaube, das ist auch historisch ein bisschen gewachsen, weil ja die Infrastruktur und auch die Anwendungen, die ganzen Lösungen immer komplexer werden. Früher war es noch einfach, du hast jetzt, was weiß ich, irgendeine Excel-Datei auf irgendeinen Server und die startest, fertig. Vielleicht noch Datenbank irgendwo, da kann nicht viel schieflaufen. Heute kann gewaltig was schieflaufen. Technisch, aber auch applikatorisch. Und da braucht es für jede größere Lösung halt mehr Expertise und mehr Kommunikation und mehr Leute, die gemeinsam reden. Das heißt, wenn wir über neue Features reden, dann müssen immer beide am Tisch sein, zumindest gut informiert sein. Oder der Dev oder der Op, der gerade am Tisch sitzt, so gescheit sein, dass er mit dem anderen redet. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Und wird vielleicht nicht immer gemacht. Ja, ich glaube, das wird viel zu selten gemacht. Also so aus meinem persönlichen Arbeitsleben ist, glaube ich, auch oft dem Kunden ist das nicht so ganz klar. Ja, ich glaube, viele Kunden denken, dass die werden schon miteinander kommunizieren und das ist okay. Ne? Ich sage das dem Entwickler und der gibt das alles weiter. Ja? So, aber wenn diese Information bei mir ankommen soll, dann muss erst frühzeitig ankommen und dann ist das halt auch meine Zeit. Ja, so in meiner Zeit, wir machen das alle, weil wir Geld verdienen wollen, ja, muss ich bezahlt werden und das muss dem Kunden halt auch klar sein. So, und gerade wir machen jetzt hier ein neues Feature XY, ist das, glaube ich, oft nicht der Fall. Aber ich glaube jetzt, also, weil du zuerst gesagt hast, Kundenbashing, die wissen es einfach nicht. Also man weiß es oft nicht,
man kann es auch nicht wissen. Also wenn jetzt die dritte Person den Kunden da mitnimmt, der über sein fachlichen Thema total Bescheid weiß, woher soll der wissen, ob ich jetzt da auf der Datenbank einen Index brauche, wie die Vorschleifen geht, oder ob du, was weiß ich, Terraform machst, keine Ahnung, ich weiß nicht, was du machst. Aber wie soll es der wissen, wenn sie schon überhaupt nicht weiß? Ja, das heißt, absolut. Das heißt, und ich glaube, um wieder zum Start zurückzukommen auf das DevOps, ich glaube, dass das DevOps ein Versprechen ist, das nicht eingelöst wird. Weil es bringt mit, dass es diese eine Person gibt, die alles kann. DevOps, und jetzt machen wir vielleicht noch DevSecOps, weil wir brauchen ja Security auch noch. Und am besten ist er gleich der Kunde selber und weiß alles, wie es laufen soll. Das ist völlig unrealistisch. Genau. Wie gesagt, dein Eingangsbeispiel mit der Ausschreibung für die Stelle, die du ja mal angeguckt hast. Na hier, wir suchen einen DevOps-Typen. Völlig unrealistisch. Könnte ich nicht, und ich mache den Job jetzt seit 10 Jahren. Und meine Frage wäre dann, wenn es diesen Typen gibt, was macht denn der den ganzen Tag? Was arbeitet denn der dann? Also macht er alles? Also, ja klar, kannst du deine kompletten Entwickler und deine ganzen Admins feuern, brauchst du nicht mehr. Du hast ja einen DevOps-Typ, der alles kann. Ja, okay. Ja. Praktisch. Praktisch, ja, klar. Also falls es da draußen irgendwo so einen DevOps-Typen gibt, der all das kann, was sich die Kunden so erwarten, der soll sich doch bitte bei uns melden. Wir sind schon gespannt. Bitte zu einem Praktikantengehalt. Gut, spannende Frage. Jetzt haben wir ja auch über Rollen in einem Projekt gesprochen, über Kommunikation. Konkret, wie stellt ihr euch das perfekte oder annähernd perfekte Softwareentwicklungsprojekt vor? Das würde mich echt interessieren. Daniel, vielleicht machst du den Anfang. Das perfekte Softwareentwicklungsprojekt. Massig Budget, massig Zeit, kein Druck. Das ist schwierig, weil ich kenne die Realität. Der Kunde weiß vorher, was er genau will. Ganz genau. Der Entwickler weiß ganz genau, was er für Ressourcen dazu braucht. Und wie von Magie, weil das ist dann vorbei für mich, funktioniert das dann immer. Es ist so ist cool. Sehe ich ganz genauso. Ne? Kunde kann dir sagen, was du willst. Ja? Dann hast du Zeit, dir zu überlegen, was brauche ich, um das zu erfüllen. Dann sagst du mir, was du willst. So muss es laufen. Hm? Problem ist, dass die erste Prämisse schon mal nicht stimmt. Also, aber das ist, also wir müssen aufpassen, weil die wissen es oft ja nicht besser. Und wenn nichts da ist, stelle ich mir eine heile Welt sehr schön vor. Aber sobald ich den ersten Schritt gehe, ist ja die Welt eine andere, womöglich. Das heißt, der kann das gar nicht wissen. Selbst wenn er glaubt, dass er es weiß, aber er weiß ja nicht, lässt sich das realisieren überhaupt. Oder ist das überhaupt was? Das heißt, das ist ja immer, ganze iterative Softwareentwicklung basiert ja auf dem Prozess, dass es eben vorher nicht klar ist, wie schaut das Endprodukt aus. Ja, das ist ja eigentlich auch völlig in Ordnung. Ne? Hier, wie heißt das schön, fail early? Ne? Man muss halt einfach manchmal Sachen ausprobieren, das ist völlig okay. Ne? Aber nicht in der Produktion. Ne? Da hört das dann halt auf. Ne? Dafür gibt es Entwicklungsumgebung. Und am Ende von dem Just Try Stuff, von der Just Try Stuff Phase muss halt eine klare Sache da sein, die man haben will. Markus, du hast gerade gesagt, fail early. Denkst du, dass es dann auch ein Ansatz sein kann, ich sage mal, eine offene Fehlerkultur zu schaffen, also in der Fail Early auch möglich ist? Oder denkst du, dass es auch dass es vielleicht auch ein zentrales Problem sein kann, warum Projekte eben oft scheitern, beziehungsweise nicht so funktionieren, wie man es gerne hätte? Ich glaube schon, dass es gerade in Deutschland gerne mal so ist, dass Fehler vertuscht werden. Ja, und bin ich total dagegen. Man sollte da transparent in alle Richtungen sein und auch von vornherein zugeben, dass man Fehler macht. Ich mache ständig Fehler. Ja, und ich erwarte von meinen Kollegen genau dasselbe, dass sie ständig Fehler machen, weil so lernt man halt. Ne? Und ja, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die, ja, so ein Kulturwandel, den man halt irgendwie versuchen muss
zu leben und zu schaffen und an andere weiterzugeben, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube auch, Thema ist nicht, Fehler zu machen, sondern Thema ist nicht, aus den Fehlern zu lernen. Weil nur aus Fehlern lernt man, ja. Kleine Meta-Information. Im Vorgespräch sind wir beisammen gesessen und wir haben gesagt, vielleicht schaffen wir es, dass wir so ein Streitgespräch machen. Jetzt habe ich gehofft, vielleicht jetzt, aber es funktioniert leider schon wieder nicht. Weil dann kommst du mir zu, dass es in Deutschland arg ist. Also Fehlerkultur ist, glaube ich, generell, das ist ein kulturelles Problem. Mhm. Weil in Amerika ist das nicht so ein großes Thema. Da werden oft Leute bejubelt, weil sie einen Fehler machen, was für uns total unvorstellbar ist. Weil bei uns kulturell schon, wenn irgendwas falsch gemacht wird, ist es ein Riesenproblem. Das ist es aber nicht. Und das ist kulturell, haben wir es da schon schwer. Das heißt, darum will man ja gleich, und das ist, glaube ich, wie wir beschrieben haben, dass das optimale Projekt ausschaut, haben wir jetzt gerade gesagt, das ist cool, das funktioniert alles und wir machen keinen Fehler. Wir haben es jetzt gerade selber bestätigt, dass wir gar keine Fehler haben wollen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem und das tut uns am meisten weh, weil man Fehltritte und Fehler fürchten, weil es ist ja was Schlechtes. Muss es nicht immer sein. Ich würde das gar nicht so sehen. Also eigentlich, wenn du das Projekt für einen Kunden umsetzt, ja, du hättest gerne, dass der Kunde eine klare Vorstellung hat, was er eigentlich haben will. Ja, aber du verlangst, glaube ich, nicht, dass sie perfekt ist. Dass die bis ins allerkleinste Detail, bis in die allerkleinste Ecke ausgearbeitet sein soll. Genauso sehe ich das auch. Weil ich kann es ja nachher nochmal verändern. Und wenn jetzt irgendwas, was weiß ich, falsch in Anführungszeichen ist, was du mir als Anforderung gegeben hast, dann ist es kein Problem, die nachher zu verändern. Und anzupassen. Und genau das ist die Fehlerkultur. Aber du musst halt erstmal einen Plan haben, was du machen willst. Ob der Plan dann am Ende aufgeht, das ist eine ganz andere Sache. Und das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Mhm. Kulturelles Problem, Daniel, weil du es vorher angesprochen hast, da fällt mir aber nicht nur Fehlerkultur ein, sondern auch Vertrauen bei der teamübergreifenden Zusammenarbeit, vor allem wenn es jetzt um Dev und Ops geht. Denkt ihr, das kann eventuell auch noch ein Thema sein? Kann natürlich ein Thema sein. Ich meine, wir zwei machen das gefühlt schon eine Zeitl. Das heißt, wir machen es länger und wir wissen, was uns wichtig ist und wir wissen, wie Projekte funktionieren und wie es nicht funktionieren können. Und wir können es oft, glaube ich, jetzt auch gut einschätzen, wie können wir dem Gegenüber vertrauen. Was kann das Gegenüber, was muss ich ihm sagen, was kommt von selbst. Das heißt, das kommt viel auch mit Erfahrung. Das heißt, jetzt vermische ich gerade Vertrauen und Erfahrung, aber das geht einher. Ich glaube, wenn man dem nicht vertrauen kann, hat man sowieso ein Problem. Definitiv. Ne? Ich meine, bei uns ist es so, wir sind ja eine Firma, die quasi nur die Ops-Seite macht. Ja? So, wenn ich jetzt davon ausgehe, keine Ahnung, du fiktives Projekt, du hast irgendeinen Kunden, für den setzt du was um und sourced irgendwas für mich, an mich aus. Ja, die Pipelines schreiben für CI/CD. Ne, und ich erzähle dir halt, irgendein Quark, dauert 2 Monate. Das ist jetzt aus deiner Erfahrung heraus, wirst du dir denken, ja, so ein Blödsinn, was der mir da erzählt. Ne? Das dauert dann niemals 2 Monate, das umzusetzen. Ne? So, und mir ist es völlig klar, vielleicht dauert es nur einen Tag, das zu machen, vielleicht dauert es 2 Tage, aber garantiert dauert es nicht 2 Monate. Aber ich baue halt eine Vertrauensbarriere auf, ne? Dadurch, dass ich nicht transparent zu dir bin. Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel. Aber das Problem ist das, ich spüre, dass da was nicht passt, in deinem fiktiven Beispiel, und ich spüre, du hast mir irgendwas nicht kommuniziert. Das spüre ich ja dabei. Genau. Und in deinem fiktiven Beispiel hättest du mir ja du was nicht
kommuniziert. Das heißt, das ist ein Kommunikationsproblem an erster Stelle, das ein Vertrauensproblem schafft. Also ja, natürlich. Also wir haben ja zuerst darüber gesprochen, dass wir gemeinsam eine Lösung, dass wir ja beide dafür zuständig sind, dass der Kunde eine gescheite Lösung kriegt. Wenn man da ein Vertrauensverhältnis hat zwischen dem Dreieck auch vom Kunden, das irgendwo nicht passt, hat das Projekt ein Problem. Ganz klar. Absolut. Wenn du ein Projekt ordentlich umsetzen willst, dann müssen alle, die da miteinander zusammenarbeiten, transparent gegenüber sein. Zu sich gegenüber. Ist deine Frage beantwortet? Meine Frage ist beantwortet. Alles gut. Danke. Unterm Strich, auch wenn DevOps sicherlich nicht die Lösung für alles ist, denkt ihr, dass es zumindest dazu beitragen kann, effizienter in der Zusammenarbeit zu werden? Also wenn es nicht nur um Methoden geht, sondern eben auch darum geht, Denkweisen, Denkmuster anzupassen, eben auch Mentalitäten versuchen zu ändern hinsichtlich Vertrauen, hinsichtlich Fehlerkultur. Ist das jetzt tatsächlich ein Teil von dem Ganzen oder nicht? Um nochmal die Frage an vorher aufzugreifen. Ja, natürlich. Funktioniert nur so. Also die Zeiten haben sich geändert, definitiv. Wie ich zuerst schon gesagt habe, es ist jetzt nicht mehr so einfach, es ist nicht mehr so klar. Natürlich gibt es Versprechen, die alles versprechen. Da Sandbox, oder? Da No-Code-Tools, die machen alles automatisch und alles funktioniert. Wir wissen aber mittlerweile, dass dem nicht so ist. Und darum ist das aus meiner Sicht der einzige Weg. Also, oder ich habe irgendwas Großes nicht gesehen, kann auch sein. Danke, Frage beantwortet. Ja, schönes Beispiel für Transparenz in beide Richtungen. Ne? Mhm. Richtig. Kommunikation. Abschlussfrage. Man hört ja vor allem in letzter Zeit verstärkt immer wieder von Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz, vor allem im IT-Umfeld. Was mich interessieren würde, wie seht ihr das? Also wie beurteilt ihr die Einsatzmöglichkeiten von AI in euren Themenfeldern und wie denkt ihr, wird sich das in Zukunft noch entwickeln? Frage 1, Einsatzmöglichkeiten. Ich bin offen gestanden der Meinung, dass die Dinger momentan noch zu dämlich dafür sind, um mir wirklich in meiner Arbeit einen Mehrwert zu bringen. Frage 2, wie wird sich das entwickeln? Bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwelche Startups geben wird, die Programme entwickeln. Ja, wir haben hier eine tolle KI, die wird für dich deine komplette Infrastruktur managen und das alles machen. Du musst überhaupt nichts mehr tun und das ist alles super. Und die ganzen großen Unternehmen sich denken, ach, wofür brauche ich denn jetzt noch mein Ops-Team? Ich entlasse die mal alle. Und ein paar Jahre später wird das alles schön in die Hose gehen. Und nachher würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, hätte uns doch nur jemand gewarnt. Das ist meine Zukunftsvision. Okay, die ist jetzt irgendwie... Ja, ich bin Pessimist. Erwartest du dir vielleicht auch Chancen? Also nicht nur Probleme, sondern vielleicht auch Chancen, die dadurch entstehen können? Offen gestanden, nee, wenn ich ganz ehrlich bin. Also du brauchst, um das eigentliche, das Kernproblem meiner Arbeit zu lösen, brauchst du halt auch ein gewisses Maß an kreativem Denken, ja? Und um die Probleme zu lösen, um die ganzen Prozesse zu optimieren, um dir vorzustellen, wie kann ich denn das jetzt besser machen? Ja? Du brauchst eine intrinsische Motivation, um das zu lösen und die hat eine KI per Definition nicht. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass es möglich ist, denen das beizubringen. Mhm. Also unterm Strich, wenn es um kreative Arbeit geht für dich, dann wird KI oder AI eher wenig Zukunft im Infrastrukturbereich haben. Und wenn es vielleicht darum geht, im Operativen dich zu entlasten oder zu unterstützen, wie siehst du das? Naja, das sehe ich im Wesentlichen genauso. Also was willst du mit so einer KI machen? Ne? Jetzt gibt es ganz große Beispiele dafür. Wir machen jetzt hier Anomalitätenerkennung und sowas.
Ne? Kann man ausprobieren, ob das irgendwas bringt. Im Endeffekt beruht das auf ähnlichen technischen Prinzipien wie Spamfilter, Bayesche Logik und so weiter und so fort. Wie gut Spamfilter funktionieren, das sieht man ja heute. Also ja, ich glaube nicht dran, dass es irgendwas Wertvolles bringen wird. KI, schwieriges Thema. Schwieriges Thema deshalb, weil jeder aktuell von KI redet und auf einmal Sachen, die vor 2 Jahren noch ganz normale Programme waren heute auf einmal KI sind. Das ist das erste Problem, das ich damit habe. Das zweite Problem, ich habe versucht, weil ich ein Projekt habe, wo ich ein bisschen Infrastruktur auch machen muss und mich ja nicht auskenne und mir eigentlich das nicht interessiert, wie ich glaube ich jetzt schon zum 10. Mal gesagt habe, habe ich dann probiert, was zu machen und habe mir so ein CloudFormation Template, glaube ich, heißt das. Ihr merkt wie ich mich auskenne. Habe ich mir zusammen generiert und habe da den ChatGPT gefragt und wie geht das? Und der hat mir das gesagt und voller Überzeugung. Also für mich ist der ChatGPT männlich. Also nicht wie die Alexa, sondern der Chat, den habe ich gefragt und der hat mir das, und ich war Feuer und Flamme, weil mir gedacht habe, cool. Ich weiß eigentlich ungefähr, was ich will und der generiert mir das zusammen und super. Ich weiß noch nicht die Form wie. Ja, und dann habe ich es probiert und es war falsch. Es war frei erfunden, aber sehr, sehr, sehr gut frei erfunden. Also es hat wirklich sehr plausibel gelungen. Und das ist jetzt ein bisschen so was ich dann schon merke, es gibt Tools, die helfen mir wirklich. Also es gibt beim Programmieren, habe ich oft einfache Sachen zu lösen und manchmal denke ich mir, ja, der hilft mir wirklich. Also der schreibt wirklich das, was ich will. Aber ich habe halt auch so Momente, wo es absolut falsch ist. Und das Problem ist immer das, man sollte erkennen, was ist falsch und was ist richtig. Und wenn ich mir das heute so anschaue, es ist sehr vielversprechend. Es ist auf jeden Fall was man genauer beobachten muss, aber es wird zum Teil auch viel zu viel versprochen. Also, und auch in einigen Gesprächen habe ich festgestellt, viele sagen jetzt fällt der Lack da ein bisschen ab. Also das glänzt so super und voll cool, aber mittlerweile lässt das ein bisschen nach. Ich glaube schon, dass sich ein bisschen was verändern wird. Ich glaube, das Tooling wird besser, das glaube ich. Aber wird es ein Ops oder wird es ein Dev oder wird es eine Kommunikation ersetzen? Nie und nimmer. Aber ich glaube, es wird hilfreich sein. Ich fand das, was du gerade gesagt hast, ist ein ganz gutes Beispiel. Ne? Du sagst hier, der hat ja deinen CloudFormation-Code rausgeholt und du hast es ihm abgekauft. Ne? Ja. So, worauf sind gerade ChatGPT und diese ganzen Language-Modelle, worauf sind die optimiert? Die sind darauf optimiert, überzeugend zu sein. Die sind nicht darauf optimiert, die Wahrheit zu sagen, was auch immer die Wahrheit sein mag. Und das ist das Problem. Wir werden eine KI, die darauf trainiert ist, uns von irgendwas zu überzeugen, nie sinnvoll nutzen können. In einem technischen Rahmen. Und das, was ich den Bogen spannen kann, jetzt dieser ChatGPT hat mir irgendwas generiert. Und wenn wir jetzt über Kommunikation oder Vertrauen, keine Ahnung, wenn der dazu geschrieben hat, ich bin mir nicht ganz sicher, schreibt er natürlich nicht dazu, aber das hat wirklich cool ausgeschaut. Also ich habe mir gedacht, cool. So einfach geht das. Geht natürlich nicht so einfach und war komplett falsch. Und darum glaube ich, ja, man sollte sich dem auch positiv gegenüberstehen, Sachen ausprobieren, aber da haben wir noch viel zum Gehen. Okay, leider sind wir in der Zeit jetzt schon wahnsinnig weit fortgeschritten. Echt spannende Themen. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Vielen Dank an unsere Zuhörer da draußen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, bis bald. Ich danke für die Einladung. Danke, dass ich da sein habe dürfen.